Er hat gesagt, ich bin für alle Menschen gekommen. Egal welcher Religion, egal welcher Nation. Jeder Einzelne ist es wert, die Heilung zu bekommen und die Hilfe. Bruno Gröning ist von Gott der Menschheit geschenkt worden. Er ist geschickt worden mit der Aufgabe, dass er die Menschen mit Gott wieder verbindet. Und zwar direkt durch den Heilstrom. Er hat den Auftrag bekommen, dass er den Heilstrom den Menschen verkündet, dass es den gibt. Und wenn sie Gott bitten, dürfte er die Verbindung herstellen durch seine Lehre. Wenn ein Mensch jetzt die Belehrung angenommen hat, Gott gebeten hat, den Glauben aufgenommen hat, dass Gott helfen und heilen wird, dann war die Möglichkeit da, dass diese Menschen den Heilstrom empfangen haben. Und in dem Augenblick ist Gott mit den Menschen wieder verbunden worden, was Jahrtausende Jahre nicht mehr möglich war. Mit diesem Auftrag ist er gekommen und er hat durch seine Glaubensvorträge das den Menschen erleben lassen, dass sie den Heilstrom gespürt haben und dadurch die Heilung bekommen haben. Und das war ein großes Aufsehen, wie er aufgetreten ist. Und das war ein unbeschreibliches Glück und Dankbarkeitsgefühl für den Geheilten. Und dann war das Großartige, dass jeder Geheilte das weitergeben konnte. Und das durfte ich auch erleben, dass ich von meiner Heilung erzählt habe und die Heilungen sind eingetreten, ohne dass Bruno Gröning persönlich dabei war. Und als ich das erkannt habe, war ich nicht mehr still und habe den Freunden erzählt, habe Herrn Gröning dann in meiner Heimat eingeladen, im Jahre 1952, also 2 Jahre nachdem ich schon dabei war, hatte ich 40 Freunde und er kam. Und da sind viele Heilungen eingetreten durch seinen Besuch. 3 Tage war er mein Gast. Und es ist so, dass bis zur heutigen Zeit jeder das weitergeben kann, der die Verbindung zu Gott hat durch den Heilstrom. Darf er einen anderen einführen in die Lehre Bruno Grönings und darf das weitertragen. In Deutschland waren es damals andere, die angefangen haben. Und in Österreich war es ich zum Großteil. Und im Jahre 1957 bin ich dann nach Deutschland gekommen. Und somit war ich 9 Jahre mit Bruno Gröning in engster Verbindung. Und durch diese Verbindung habe ich viel lernen dürfen. Und es hat sich dann so ergeben, dass nach seinem Heimgang, nachdem er gestorben war, ein Wort mir sehr nahe gegangen ist.
das er uns hinterlassen hat. Er hat gesagt, ich bin für alle Menschen gekommen. Egal welcher Religion, egal welcher Nation. Jeder Einzelne ist es wert, die Heilung zu bekommen und die Hilfe. Wir sind alle gleich. Wir sind alle Kinder Gottes. Und dieses Wort wusste ich, dass das eine Aufgabe für uns ist, dass wir die Menschen informieren, dass viele, viele dazukommen, zum Schluss irgendwann einmal alle. Und das habe ich dann mit allen Möglichkeiten in die Tat umgesetzt. Und somit sind im Laufe der wenigen Jahre in allen Ländern Europas Gemeinschaften entstanden und auf allen Kontinenten. So rund um die Erde ist der Freundeskreis jetzt groß geworden. Von Indien nach Amerika bis Japan und Australien bis Afrika. Und das ist das Große, das ganz Große, dass wir erleben dürfen, dass wir alle gleich sind, einen gleichen Körper haben und gleich die Heilkraft empfangen dürfen, empfinden dürfen in den verschiedenen Organen. Ja, und die Heilung und Hilfe ist das Größte, das geschehen kann, wenn wir wieder mit Gott verbunden werden. Und das ist geistig. Die geistige Lehre. Heilung am geistigen Weg durch die Lehre Bruno Grönings. So halten wir es jetzt. Als er gestorben ist, sind die Freunde weggelaufen, die Tausenden, und haben gesagt, jetzt ist er tot, jetzt ist aus. Und ein kleiner Rest von Freunden hat gesagt, nein, das stimmt nicht, es ist nicht aus, es geht weiter. Wir spürten auch den Heilstrom genau in der gleichen Stärke wie in der Zeit, als er als Mensch noch lebte unter uns. Und da war ich auch dabei. Ich habe gesagt, es ist nicht aus. Denn ich habe vorher Herrn Gröning einmal gefragt, Herr Gröning, wie wird das sein, wenn Sie sterben werden? Ich könnte mir ein Leben ohne diesen Heilstrom und diese Hilfe nicht mehr vorstellen. Und da hat er mir eine Antwort gegeben. Ich habe ihm nämlich gesagt, Herr Gröning, es heilt ja nicht nur die Kraft. Es hilft im Haushalt, im Beruf, sogar den Prozess habe ich gewonnen. Wenn es ganz schwer ist, dann sage ich immer, Herr Gröning, bitte helfen Sie mir. Und in dem Augenblick spüre ich dann sofort den Heilstrom durch den Körper fließen. Und dann hilft es. Und dann lächelte er so und sagte, ja, ja, so geht das. Also bitten, einstellen und dann hilft es. Und dann sagte er, sterben müssen alle Menschen, ich werde aussterben, aber ich werde nicht tot sein.
Und wer mich dann rufen wird und bitten wird, komme ich und helfe und heile weiter. Und wenn es soweit sein wird, dann wird jeder aus sich selbst die Hilfe und Heilung erleben. Und das konnte ich nicht verstehen. Aber als er wirklich dann im Jenseits war und die Heilungen eingetreten sind, bis zum heutigen Tag, verstehe ich das jetzt. Denn früher ist es über seinen Körper gegangen. Und jetzt geht das so. Man kann das geistige, göttliche Geschehen ja nicht erklären. Aber wenn man das erlebt, ist es das Höchste, was es gibt auf dieser Erde. Und dass ein Mensch das Geistige, das Göttliche erleben darf. Und in dieser Größenordnung, in dieser Wucht, wie es wir jetzt im großen Freundeskreis, der rund um die Erde geht, das ist schon ein großes, besonderes Geschehen für die ganze Menschheit, dass die Not und das Elend und die Krankheit aufhört und besiegt wird. Und deshalb bin ich gerne die Vertreterin für dieses Werk von Bruno Gröning. Ich war sehr oft in Graz und da wurde ich eingeladen, nach Maribor zu fahren. Und dort waren dann 5 Freunde. Eine Frau hat gedolmetscht und die durfte ich einführen in die Lehre Bruno Grönings. Und beim Abschied war diese Frau so traurig. Sage ich, warum sind Sie so traurig? Ja, meine Tochter muss jetzt wieder ins Krankenhaus zur Krebsoperation. Sie wurde schon operiert, aber jetzt muss sie wieder. Und dann sage ich, ist diese Tochter eingeführt in die Lehre Bruno Grönings? Ja, sie kann auch Deutsch. Ganz traurig. Dann fragte ich sie, wollen Sie der Tochter helfen? Ja. Dann sage ich, so helfen Sie ihr nicht. Die Tochter ist traurig, die Tochter ist verzweifelt, die Tochter hat Angst. Und Sie haben das auch. Ja, ich bin auch traurig, ich habe auch Angst. Sage ich, helfen Sie damit? Tja. Sage ich, ganz falsch. Sie müssen der Tochter helfen und sagen, das wird gut. Ich bitte für dich, ich stelle mich ein für dich und ich glaube für dich, dass durch Bruno Grönings Heilstrom du gesund wirst. Ja, sage ich, so und nicht anders helfen Sie ihr. Und dass sie sagen, ich freue mich, dass wir diese Hilfe haben. Also freu du dich auch. Und wir bitten, dass Bruno Gröning geistig dabei sein wird. Ja, also diesen Fehler mache ich nicht mehr. Die nächste Nachricht war, dass die Tochter ins Krankenhaus ist und die Ärzte haben nichts mehr gefunden und brauchten nicht operiert werden und haben sie als gesund erklärt. Und diese Heilung ist da eingetreten,
obwohl die Tochter nicht persönlich beim Einführungsgespräch war. Und das war der Anfang in Slowenien. Und dadurch war ich so verbunden und freute mich, dass ich den geografischen Zugang hatte, weil das nicht so weit weg war. Wenn wir in Österreich waren, dass ich dann kurz das nächste Mal auch herunterfahren konnte. Aber die Tochter ist gesund geblieben. Sie lebte in Ljubljana. Und ich habe sie nie kennengelernt persönlich, aber sie bekam das Schulungsmaterial. Und dann konnte ich eine Gemeinschaft aufbauen, weil es sind nicht nur die 5 geblieben, sondern die haben wieder neu geholt. In Maribor und dann auch in Ljubljana. Durch diese Heilung ist eine Gemeinschaft entstanden und Heilungen treten dann auch dort ein. Das ist auch geschehen und dadurch hat sich das vermehrt. Die Menschen sind ja alle in Not und die waren dankbar, dass sie in eine Gemeinschaft kommen konnten. Und das habe ich veranlasst. Bruno Gröning wusste alles. Und das ist wunderbar. Alles, was wir nicht verstehen konnten und nicht wussten, wusste er. Und stückchenweise hat er das seinen Freunden mitgeteilt und auch, wie das mit dem Sterben ist. Ich wollte das immer wissen. Und keiner gab mir Antwort, dass Kinder sterben müssten, junge Menschen sterben müssen, alte Menschen möchten sterben und können nicht. Wie ist das von Gott gedacht und bestimmt? Und im letzten Lebensjahr Bruno Grönings hat er mir das dann offenbart und gesagt. Er sagte, jeder Mensch bekommt in der Geburtsstunde die Sterbestunde mit. Und da kommt keiner herum, weil Gott das bestimmt. Ob er gesund ist oder krank ist, spielt überhaupt keine Rolle. Und er sagt, dass wir unsere wirkliche Heimat im Jenseits haben. Hier sind wir auf die Erde geschickt worden, weil es für uns Menschen wichtig war, hier zu lernen. Weil hier gibt es die Möglichkeit zu lernen, dass es Gut und Böse gibt. Gott gibt und einen Satan gibt und der Mensch steht da mit seinem freien Willen. Und da lernt der Mensch. Und Wichtiges lernt er hier. Deshalb wird er hierher geschickt. Und wenn er dann sein Erdenleben beendet hat und hinübergehen darf, kommt er in die wirkliche Heimat. Er verliert den Körper, das Materielle, und ist dann im geistigen Reich und bekommt wahrscheinlich einen Geistkörper, das weiß ich nicht wie. Auf jeden Fall hat Herr Gröning gesagt, die Menschen leben weiter. Und wer hier auf dieser Erde schon an Gott glaubt,
hat es drüben viel besser, als es hier gehabt hat. Und wir sollen nicht traurig sein, wenn ein Mensch stirbt, sondern wir sollen uns freuen, dass er schon drüben sein darf. Ich erlebte Folgendes. Es war in meiner Heimatstadt St. Veit eine Frau, die war vollkommen gelähmt. Und die gesunde Schwester hat sie gepflegt und musste sie waschen, anziehen, füttern. Und Herr Gröning hat sie sogar persönlich besucht und sie war vollkommen gläubig, aber die Heilung ist nur ganz wenig eingetreten. Und eines Tages ist sie dann gestorben und wir sind heimgegangen. Und 14 Tage später war Weihnachtsfeier in Rosenheim und die Schwester, die sie gepflegt hat, ist mit mir zu dieser Feier gefahren. Wir konnten mit Herrn Gröning vorher nicht sprechen. Die Feier war beendet und Freunde sind dann zu Herrn Gröning gegangen, haben sich angestellt in der Reihe. Jeder hat noch eine Bitte gehabt und der Herr Gröning hat dann ein paar Worte gesagt oder ihm ein Bild gegeben oder eine Kugel gegeben oder ein Weihnachtssternchen gegeben. Und ich sagte zu dieser Frau, kommen Sie, das ist so interessant, was Herr Gröning redet. Horchen wir mal. Und sind dann hingegangen und stellten uns ihm gegenüber. Dazwischen war ein Tisch. Da waren die Freunde und wir stellten uns gegenüber. Und auf einmal guckte Herr Gröning uns an. Dann fragte er, traurig? Und sie sagte, nein, Herr Gröning, ich bin überhaupt nicht traurig. Und dann sagte er, na, ein bisschen doch. Und dann sagt er, nicht traurig sein, gönnen Sie es ihr, dass sie schon drüben sein kann, denn drüben ist es viel schöner. Gönnen Sie es ihr. Und damit hat er alles gesagt. Dieses Erlebnis war mir so wertvoll. Er hat nicht gewusst, sieht uns und wusste alles. Und das war Bruno Gröning. Man braucht ihm nichts sagen. Geistig hat er alles durchschaut. Immer. Und das war so wundervoll und wertvoll.